Hallo, willkommen beim 1000-Wecker-Report. Heute mit dem Thema starke Anstiege bei Goldaktien. Disclaimer: Starke Anstiege bei Goldaktien. Trotz leicht korrigierender Gold- und Silbernotierung brechen einige Goldaktien massiv aus. Das ist ein Zeichen, dass das smarte Geld mittelfristig höhere Goldpreise hat. Sie wollen insbesondere den Hebel nutzen, den Goldaktien jetzt bieten. Während Gold vielleicht noch 6 Monate braucht, um 20% zu steigen, machen Goldaktien denselben Anstieg wie heute an einem Tag. Wo stehen dann diese Goldaktien, wenn Gold auf 2.500 $ gestiegen ist? Ja, das muss man sich bewusst machen. Der Anstieg bei Gold um 20% kann sich durchaus noch ein halbes Jahr hinziehen. Das wären dann irgendwo 2.300, 2.400 oder vielleicht 2.500 in dem Bereich. Genau kann man das nicht zahlen. Und wegen der extremen Unterbewertung machen das einige Goldaktien an einem einzigen Tag. Und stellen Sie sich eben jetzt vor, wir haben jetzt einen Anstieg von 400 bis 500 $ bei Gold. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf, wo dann diese Aktien stehen. Meines Erachtens, jedenfalls was diese Penny Stocks betrifft, in jedem Fall über 1 $, wenn nicht bei 2, 3, irgendwo am Ende zwischen 5 und 10 $. Und hiervon kann man jetzt 10, 20, 30.000 Stück haben. Und das kann dann im allerbesten Fall auf 100, 200, 300.000 steigen. Was jetzt hier, ja, was kosten 10.000 Stück? Also kriegt man für ungefähr 1.000. Also nur als Beispiel. Natürlich ist es eine Hochrisikospekulation, aber Leute haben in der Vergangenheit so spekuliert und sind immer erfolgreich gewesen. Das passiert natürlich nicht häufig, aber wenn, sage ich mal, jetzt diese Goldbewegung Richtung 2.500 in Gang kommt, dann kann es schon diese Dimension annehmen. Und ich finde es einfach unglaublich. Also wie gesagt, bis Gold um 20% gestiegen ist, dauert es wirklich und Goldaktien machen das am einen Tag. Absolut interessantes Phänomen. Und ich denke mal, es liegt eine sehr interessante nächste 3, 6 oder 9 Monate vor uns. Ich denke, das dürfte in die Geschichte eingehen und dürfte als die Goldaktienrallye des Jahrhunderts in die Geschichte eingehen, meines Erachtens. Ja, hier nochmal ein Goldprojektgenerator, moderates Risiko, der in Brasilien, Kolumbien, USA und Kanada operiert. Unten sehen Sie Karte, das ist jetzt nur Südamerika, dass er eben in Brasilien, in Peru und Kolumbien hier operiert, hat aber eben auch noch Projekte in Kanada und den USA. Die haben fast also als der Gold- und Silberpreis nicht so gut war und haben so unglaublich viele Projekte aufgesammelt. Die haben fast 32 Millionen Unzen Gold zusammengesammelt. Also sehr erstaunlich. Wahrscheinlich spielen sie insgesamt eben auf eine Veränderung des Goldpreises und dementsprechend auch Rallye bei dem Unternehmen. Sie haben momentan, so wie es aussieht, nicht so den großen Ehrgeiz, da eine eigene Produktion anzufangen, aber das könnte sich auch ändern. Jedenfalls ist es ein ungeheurer Wert und wenn jetzt eben Gold über 2.000 steigt, so kann diese Aktie auch schnell zu ihrem Hoch hier von 2020 zurückkehren, was fast bei 4 $ war. Im Augenblick sind wir noch bei 1,5 $. Und wenn natürlich dann der Goldboom weitergeht, kann die Aktie natürlich dementsprechend noch weiter steigen. Jedenfalls ist ganz klar zu sehen, dass diese Aktien sehr stark auf diese Goldaktienbooms reagieren. Sie wissen ja, 2016 hatten wir so ein absolutes Tief hier Anfang des Jahres und Sie sehen, das ging dann so bis Mitte des Jahres, stieg dann diese Aktie hier von 0,25 hier auf fast 3 $. Und ähnliches jetzt mit anderen Zahlen könnte eben jetzt absolut auch passieren. Und Sie sehen auch, wenn Sie die Spitzen verbinden, weist das weit nach oben. Also ich denke mal, ein sehr interessantes Investment, gerade auch, weil das Risiko nicht so groß ist. Es ist moderates Risiko und ist doch was anderes als Penny Stocks Aktien. Das sollte man sicherlich im Depot einfach zur Diversifizierung dabei haben. Trotzdem rechnet die Formel einen riesigen Potenzialfaktor aus, um das 80-fache.
würde ich jetzt nicht von ausgehen, dass diese Aktie jetzt einfach so um das 80-fache steigen. Aber who knows? Ein wirklicher riesiger Goldboom kann alles möglich machen, hat in der Vergangenheit alles möglich gemacht. Und der Potenzialfaktor ist ja auch berechnet. Es versucht einfach zu kalkulieren, wenn wir eine totale Goldaktienmania haben, um wie viel höher kann die Aktie steigen. Das ist also ein theoretischer Faktor, einfach um diese Aktien vergleichen zu können. Ja, meiner Meinung nach sehr interessantes Investment von der moderaten Risikoklasse, das man sich in jedem Fall mal ansehen sollte. Ja, hier nochmal ein paar allgemeine Aussagen zu Gold- und Silberaktien, äh, wo es in der Vergangenheit, wo man hätte in der Vergangenheit reich werden können und wie wohl die zukünftigen Ereignisse ausgehen. Aber nur eine Kurzfassung, ich habe das ja gestern schon länger gemacht, einfach nur überfliegen, weil auch ja immer viele neue Zuschauer hinzukommen, die einen Grundriss über die Situation bei den Gold- und Silberaktien bekommen wollen. Also wichtig ist zu wissen, es gab einfach zwei sehr große Chancen bei Gold- und Silberaktien. Die erste bot sich in den 1960er Jahren, als man die Kontrolle über das Silber verloren hat. Also man hatte, Sie sehen, das unten ist der Silberpreis der 1960er Jahre, hatte man versucht, Silber stabil zu halten bei 1,30 $, also durchaus ähnlich wie heute bei ungefähr 20. Und dann konnte man das nicht mehr, weil es zu Silberabflüssen kam. Es kam zu einer Preisexplosion von 1,30 $ auf 2,70 $. Wer da in Silberaktien investiert hatte, dort gibt es die Aussage, dass keine einzige Silberaktie, also von diesen Penny Stocks Aktien, weniger als das 100-fache gestiegen ist, eine sogar um das 1000-fache. Das heißt, das war eine der ersten großen Chancen und man hätte im Prinzip ein Vermögen mit diesem Silberabfluss hätte machen wollen. Für die Masse wurde es erst sichtbar, dass weltweit bis 1968 die Staaten, hier auch die Schweiz, eben Silber aus den Umlaufmünzen herausgenommen hat und durch Nickel ersetzt hat, in dem Fall. Das war das sichtbare Zeichen für viele, aber die eigentliche Chance bestand eben bei dieser Silberpreisexplosion. Die andere Chance war der Goldaktienboom der 1970er Jahre. Dort kam es eben zum Anstieg von letztendlich 35 $, ging es erst auf 200 $, korrigiert auf 100 $ und von 100 $ ging es dann auf 850 $ bis zum Jahr 1980. Und in dieser zweiten Phase kam es zu einem extremen Goldaktienboom, also von 100 $ richtig gezündet. Das ist eigentlich erst 200 $ und der Anstieg von 200 $, man könnte das vergleichen mit den aktuellen ca. 2000 $ und dann der Anstieg auf 800 $, könnte man mit 8000 $. Da fand der große Goldaktienboommarkt mit diesen Werten statt. Da ging es von 5, 10, 20 Cent auf 10, 20, 30, 40 $ auf. Gar nicht selten konnte man aus 1000 $ eine Viertelmillion machen. Also es war die zweite große Chance und ein ähnliches Setup haben wir ja auch irgendwo. Ich sage jetzt keineswegs, dass jetzt innerhalb eines Jahres Gold auf 8000 steigt. Das sicherlich nicht. Die greifen ein, die haben sehr viele Mittel, aber vermutlich einen Gold- und Silberboom werden wir doch sehen, kann Gold irgendwo auf 2400, 2500 vielleicht dieses Jahr oder bis Anfang nächsten Jahres hinführen und Silber eben vielleicht in der Spitze bis auf 50. Aber allein das reicht aus, um eine ungeheure Goldaktien- und Silberaktienmania zu erzeugen oder Anstieg, weil sie so ungeheuer niedrig bewertet sind. Also das war die zweite große Chance im Goldaktiensektor. Jetzt müssen wir mal schauen, welche Ereignisse liegen vor uns. Man könnte das zu meiner Meinung unterteilen in drei Ereignisse. Das Ereignis 1 ist eigentlich das, was jetzt vor uns liegt. Wir gehen davon aus, dass Silber ist der Treiber eben auch der Goldaktien, Silberaktien, gerade der Penny Stocks, weil mit einmal urplötzlich diese Aktien stärker bewertet werden, das vorher nicht war. Ähm, Deswegen hier das Ereignis, vielleicht der Anstieg jetzt in den nächsten 6 bis 12 Monaten auf 50 $. Das dürfte eben dazu führen, dass Penny Stocks von wirklichen Pennies dann auf 1 $ oder mehr steigen, beispielsweise. Links ist, sage ich mal, ein Beispiel. Das war hier im September tief nochmal 2 Cent beim letzten Goldaktienboom 2020, aber es war ja kein richtiger Boom, es war ein gewisser Anstieg, stieg die Aktien von 2 Cent auf 36 Cent.
Jetzt war sie auch im September korrektiv letzten Jahres 2 Cent, ist mittlerweile schon auf 9 Cent gestiegen. Aber es ist denkbar, dass sie eben das alte Hoch von 2021 übersteigt und dann Richtung 1 Dollar vielleicht sich irgendwo einpendelt bei 1 bis 2 Dollar. Das ist dann sozusagen das erste Ereignis, dass diese extrem niedrigen Penny Stocks Aktien im Grunde genommen zum Leben erweckt werden und Dollaraktien werden. Und da sind dann schon für 10, für 20, für 30, für 50-fachung in diesem Schritt zu machen. Das nennen wir das Ereignis 1. Hier nochmal eine Aussage zu der Unterbewertung allgemein. Warum Goldaktien? Weil diese überproportional mehrfach gegenüber verschiedenen Assetklassen unterbewertet sind. Rechts sehen Sie das Verhältnis von Gold und Goldaktien, das eigentlich seit 1996 gefallen ist, seinen Boden gefunden haben und jetzt eigentlich eruptiv in den Medien ausbrechen müssen. Und klar, wenn es erstmal in Bewegung gekommen ist, kann es auch drüber hinausschießen. Das würde einfach ein ungeheures Kursfeuerwerk für Goldaktien und Silberaktien bedeuten. Zusätzlich sind die sogenannten Junior- und die Penny-Gold-Aktien, wo wir konzentrieren im Verhältnis zu den sogenannten Senior-Aktien, auch noch überproportional unterbewertet. Sehen Sie auf der linken Seite, das ist mit Gap, also Lücke bezeichnet. Und die wird möglicherweise auch schnell geschlossen, wenn es hochgeht. Also wir haben eine doppelte Unterbewertung bei Penny-Gold-Aktien. Das Potenzial oder wenn man so will, eine dreifache, weil ich hatte hier diesen roten Pfeil angezeigt, das war die Silber-Rallye von 2011, auch da sind viele Millionäre sozusagen geworden. Und was wir jetzt erwarten müssen, ist mindestens das Dreifache. Also ungeheures Potenzial. Und das lässt nur einen Schluss zu. Hier steht die größte Goldaktien-Rallye des Jahrhunderts bevor. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3, ganz kurz. Es ist ja so, diese extreme Unterbewertung wird nicht verborgen bleiben. Viele werden sich dafür interessieren, zum Beispiel Staaten, die dann vielleicht am Ende, wenn es dann hochgeschossen ist, eingreifen können, die Minen verstaatlichen, extra besteuern, was auch immer. Deswegen können wir, glaube ich, echt nur in der Frühphase ordentlich profitieren. Außerdem das systemische Risiko auch zu, aber eben nicht sofort. Das Ganze hat eine gewisse Eigenträgheit. Sie wissen ja, Frau Lagarde hat ja gesagt, digitale Währung, Oktober werden die nicht schaffen, bin ich mir ziemlich sicher. Auch Abhebegrenzen haben sie gesagt. Also ich will nur sagen, es droht grundsätzlich mit fortschreitender Zeit ein höheres systemisches Risiko aller Art. Ich meine, for now, also fürs Erste haben sie ja die Banken wie Credit Suisse etc. gerettet. Äh, Ich vermute mal, diese Rettung hat letztes Mal jetzt, wenn wir Corona dazu zählen, vielleicht noch 1, 2 Jahre geholfen, weil das Ganze sich exponentiell entwickelt. Haben wir vielleicht ein halbes Jahr Ruhe, bevor vielleicht die nächsten Pleite von Großbanken dasteht. Und das ist vielleicht nicht mehr durchsetzbar in der Politik. Die Geldmengen sind zu groß. Da wird es nicht mehr funktionieren. Und da werden eben dann die Banken nicht gerettet. Und das macht eben einen systemischen Kollaps leider wahrscheinlicher. Also müssen wir in der Frühphase unsere Goldaktiengewinne in mehr Gold und Silber wahrscheinlich umtauschen sozusagen. Dann kommt dieser möglicherweise, das wissen wir ja nicht, systemische Kollaps, aber Sie haben ja Ihr Gold und Silber außerhalb des Bankensystems, kann Ihnen keiner wegnehmen. Auch wenn sicherlich die Staaten das versuchen will, aber am Ende werden sie damit scheitern, mit Sicherheit. Ähm, Das führt jedenfalls zu dem Vorteil, dass die Assets wie Immobilien, wie Standardaktien durch einen systemischen Crash noch viel, viel, viel billiger werden als 1980. 1980 konnte man für 500 Unzen Gold ein Haus kaufen. Das wird vielleicht dieses Mal für 200 Unzen oder so möglich sein. Muss man sich mal vorstellen. 200 Unzen Silber, das macht eben das systemische Crash so, dass die gesamte Liquidität rausgeht. Und was auch immer von den Börsen übrig bleibt, ist natürlich dementsprechend auch tief bewertet, wie tolle Aktien wie Bayersdorf und so. Aber ich denke mal, der Börsenhandel wird in irgendeiner Form wieder hochgefahren.
reaktiviert. Und da müssen Sie natürlich dann dabei sein, dass Sie dann Ihr Gold und Silber reinvestieren. Und wir hoffen, wir leben dann in einer Zeit, wo man dann auch Ihr Gold und Silber will und sie nicht quasi verfolgt. Das ist natürlich das politische Risiko insgesamt. Auch allein deshalb müssen wir physisch sein. Wir haben nun mal keine Kristallkugel. Wir können nur vermuten, dass am Ende freiheitliche Kräfte sich durchsetzen, weil nur die können einen Wirtschaftsaufschwung wieder ermöglichen und das doch durch die ganzen Schwierigkeiten beseitigen. Das geht nur so. Aber es wird durchaus hart werden. Aber dieser Vorteil von diesen Sachen sind noch niedrige Preise als 1980. 1980 hat man das System gerettet. Da war es leicht. Da hätte man Goldaktiengewinne, wie ich sie beschrieben, machen können und einfach wechselnde Top-Fonds wie Berkshire Hathaway Standardaktien, ohne also irgendeine Unze Gold und Silber anzufassen. Das ist vermutlich diesmal anders. Fazit, Multiplikatoren der Gewinne aus den Ereignissen. Ja, uns bleibt gar nichts anderes übrig. Aufgrund dieser Verzerrung müssen wir im Grunde genommen versuchen, unsere Investment an den Ereignissen auszurichten, maximal profitieren den Ereignissen und die Kaufkraft, die wir durch das richtige Spiel der Ereignisse gewinnen, miteinander multiplizieren. Das heißt jetzt eben Goldaktien, habe ich angegeben, das meint die Formel, könnte um das 25-fache steigen, jetzt hinsichtlich des Goldpreisanstiegs auf 2500, dann ein Gold und Silber extrem hoch, wie ihn ja viele Experten berechnen, könnte dann die Kaufkraft nochmal vervierfachen und ein möglicher Systemneustart oder wieder Börseneröffnung oder whatever, was auch immer das wird, könnte dann, wenn die Wirtschaft wieder hochfährt, mittelfristig zur Verfünfzigfachung von Top-Aktien oder Top-Fonds machen. Nur zur Erinnerung, Berkshire Hathaway ist von 1980 bis zum Jahr 2000, also der damaligen Nachinflationsperiode, um das 200-fache gestiegen. Und sowas wird vielleicht in der einen oder anderen Art möglich sein. Und man nimmt einfach dann 200 Euro, multipliziert das damit und kommt, sage und schreibe, auf 1 Million. Ich meine, das ist eine rein theoretische Betrachtung, aber ich finde sie ungeheuer interessant und gibt einem vielleicht doch den einen oder anderen Denkanstoß, wie man sein Investment für die Zukunft ausrichtet. Und sicherlich ist nicht die Lösung, weiter freiwillig Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung zu zahlen, zum Beispiel. Ja, der 1000-Becker-Report. Also wir versuchen eben diese Aktien zu identifizieren. Die sind nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko aufgeteilt. Also ich hatte in dieser eine Mine, die ich erklärt habe, das war ein moderates Risiko. Und es gibt eben noch dann ein sehr hohes Gamble. Das ist schwierig, also das Potenzial ist dann halt höher. Wir haben eben eine Exit-Strategie entwickelt, dass man zumindest eine Ahnung hat, was man investieren muss, wenn dieser Goldaktienboom vorbei ist. Ja, Einlage von Gold und Silber in der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Die kamen immer an Gold und Silber, einfach eine Überweisung. Es ist ein Zollfreilager in der Schweiz eingelagert. Genauso leicht ist der Verkauf und sie sind im Vergleich zu anderen Goldhändlern absolut günstig. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, damit Sie über neue Videos sofort informiert werden. Ja, vielleicht auch ein Like geben. Dann würde das nämlich helfen, also wenn das Video gefallen hat, natürlich nur, dann würde das helfen, anderen YouTube-Zuschauern würde dann dieses Video vorgeschlagen werden und würden diese Information auch kriegen. Also nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.